Das hier sind echte argentinische Empanadas. Eine saftige Füllung ummantelt mit einem leckeren Teig und im Ofen gebacken. Wir füllen unsere Empanadas heute mit Hackfleisch und ein Geheimnis, dass die Füllung richtig schön saftig bleibt, sind ausreichend Zwiebeln. Viele nehmen 1:1 die Menge an Zwiebeln, die sie an Hackfleisch nehmen. So, ich nehme jetzt hier ein klein bisschen weniger und die schneide ich mir erstmal in schöne kleine Würfel. Gerade wenn man so viel Zwiebel schneiden muss, merkt man, wie wichtig ein hochwertiges, scharfes Messer in der Küche ist. Dann schneide ich mir noch ein bisschen Knoblauch klein, wer möchte, entfernt vorher den Keim. Und außerdem nehme ich noch eine halbe Paprika dazu. Die Paprika schneide ich mir auch in sehr kleine Würfel. Und damit ist das Gröbste auch schon erledigt. Die Messer, die ich in meinen Videos verwende, sind übrigens alle von der Firma Heiso. Das ist ein kleiner Familienbetrieb aus Solingen, Vater und Sohn. Mit denen arbeite ich jetzt schon seit Jahren. Die stellen wirklich hochwertige Messer her, alles in Solingen, handgeschmiedet. Und es gibt zudem noch einen lebenslangen kostenlosen Nachschleifservice. Und jetzt zu Ostern gibt es sogar noch 2 für 1, das heißt, ihr bekommt 2 Messer zum Preis von einem. Plus mit Thomas 10 gibt es obendrauf noch 10% Rabatt. Also schaut euch das mal an, Link ist in der Beschreibung. Weiter geht es in der Pfanne. Da rein gebe ich jetzt erstmal ein Stück Schweineschmalz, nehme ich in dem Fall. Ihr könntet Rinderfett nehmen, wenn ihr es denn bekommt oder habt. Oder natürlich auch Butter. Da könnt ihr ruhig ein großzügiges Stück reingeben. Dann gebe ich auch schon meine Zwiebeln, Knoblauch und die Paprika mit rein. Die dünsten wir jetzt erstmal langsam glasig, nicht zu große Hitze, das soll keine Röstaromen entwickeln. Nach ein paar Minuten kann ich auch mein Hackfleisch schon dazugeben. Das Ganze bewegen wir leicht hin und her, damit wir ein schön krümeliges Hack bekommen. So, und dann können wir das auch schon ein bisschen würzen. Ich nehme hier Salz. Dann habe ich hier einen halben Teelöffel Kumin oder Kreuzkümmel, ist das gleiche. Edelsüßer Paprika, 2 Teelöffel nehme ich da. Dann nach Geschmack, ist kein Muss. Ich mache hier ein klein bisschen Chili mit rein, nur ein bisschen. Ein bisschen Oregano, getrockneter, etwa ein Teelöffel. Und natürlich Pfeffer aus der Mühle. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir das nicht zu doll einkochen. Bevor das passiert, gebe ich hier eine Kelle Wasser dazu. Ihr könntet natürlich auch eine Brühe nehmen. So, und wenn das so aussieht, wir haben noch ein bisschen Flüssigkeit drin, aber es soll keine Soße sein. Dann machen wir die Hitze aus. Damit das schneller abkühlt, gebe ich das auf ein Blech. Am besten macht ihr das sogar am Vortag. Dann könnt ihr es schön im Kühlschrank richtig schön durchkühlen lassen. Dann zieht der Geschmack auch nochmal mehr durch. Während die Füllung abkühlt, machen wir uns an den Teig. So, dann fangen wir an. Machen uns hier ein kleines Loch in die Mitte. Viele machen das auf dem Tisch. Mir ist das immer zu viel Sauerei. So, das Salz, das gebe ich hier direkt in mein Wasser und löse das schon mal ein bisschen auf. Wir nehmen hier deswegen heißes Wasser, weil der Teig dann elastischer wird. Wir brauchen einen relativ elastischen Teig, damit uns der nicht reißt und wir ihn gut formen können. Da hilft uns das heiße Wasser dabei. So, dann gebe ich meinen Schweineschmalz in die Mitte. Den habe ich jetzt eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank geholt, also der kann ruhig weich auch sein. So, und dann gieße ich mein Wasser drauf. Einen Teil behalte ich zurück, weil man nicht immer das komplette Wasser braucht. So können wir das dann so einstellen, wie wir es brauchen. So, und da das jetzt relativ heiß ist, fange ich mit der Gabel an, damit ich mir meine Flossen nicht verbrenne. So, dann mache ich jetzt hier mit der Hand weiter. Empanadas sind ursprünglich eigentlich aus Spanien, aber viel bekannter und beliebter, würde ich sagen, sind sie mittlerweile in Argentinien. Da bekommt ihr sie nämlich an jeder Straßenecke. Das ist ein typisches Streetfood in Argentinien. Auch andere Länder in Südamerika machen sehr gerne Empanadas mit allen möglichen Füllungen. So, der Teig lässt sich relativ gut verarbeiten. Ich habe jetzt hier ein paar Milliliter zurückbelassen, brauche ich nicht. So, der Teig ist jetzt noch nicht wirklich glatt. Ich lasse ihn jetzt einfach mal 5 bis 10 Minuten ruhen, abgedeckt. Und das macht die Arbeit dann von alleine und dann geht es gleich weiter. Ja, nach 5 Minuten sieht der Ganze so aus. Hat sich nicht viel getan, aber jetzt passt auf. Jetzt kneten wir den nochmal ganz kurz ein bisschen durch. Ja, und dann seht ihr schon sofort die Veränderung, wie schnell der dann auf einmal glatt wird. Ja, da braucht man nämlich gar nicht so viel machen. So, und so passt der auch schon. Ich habe jetzt hier etwa 2 Minuten geknetet insgesamt. So, den packe ich jetzt einmal in Folie ein. Ihr könntet ihn auch wieder hiermit abdecken. Tatsächlich kommt aber dann doch relativ viel Luft dran und die Außenhaut trocknet etwas an. Deswegen ist Klarsichtfolie hier einfach die bessere Variante. So, den lasse ich jetzt eine halbe Stunde einfach ruhen. So, nach einer halben Stunde hat unser Teig geruht. Und jetzt machen wir Portionen, ungefähr 50 Gramm. So, ich habe jetzt hier genau 16 Stück rausbekommen. Die formen wir einfach rund, indem wir das immer ein bisschen nach außen ziehen, in die Mitte drücken.
Genau wie wir das bei Brötchen machen. Muss nicht perfekt sein hier an der Stelle. Aber wir wollen einigermaßen schnell arbeiten, sonst bekommen die Teiglinge eine Haut und trocknen außen an. Die decke ich auch noch mal kurz mit der Folie ab und lasse sie noch mal 10 Minuten ruhen. So, nach 10 Minuten müssen wir die nur noch ausrollen. Ihr könnt schauen, eventuell braucht ihr noch ein bisschen Mehl dazu. Hier geht das ganz gut ohne. Versucht sie schön rund hinzubekommen, bis wir etwa so einen 12 cm, 13 cm Durchmesser haben. Dann legen wir die auf die Seite. Ich würde nicht alle auf einmal ausrollen. Ihr könnt immer so ein paar Stück übereinander legen. Dann sollten sie auch nicht ankleben. Wenn ihr sie zu lange aufeinander liegen lasst, werden sie wahrscheinlich zusammenhängen. So, dann habe ich hier meine Füllung. Die hatte ich jetzt tatsächlich über Nacht im Kühlschrank. Wie man hier sehen kann, die Flüssigkeit ist alles fest geworden, weil das Fett einfach auch fest geworden ist. So, das rühre ich einmal durch, damit das sich gut füllen lässt einfach, damit es bröselig ist. So, außerdem habe ich für meine Füllung noch ein paar grüne Oliven. Nehmt da wirklich schöne, gute Oliven. Und hart gekochte Eier. Ich nehme hier 3 Stück. 8 Minuten habe ich die gekocht. Ich schneide mir die in Spalten. Manche machen die auch mit rein in die Füllung direkt. Genauso die Oliven. Aber da viele das nicht mögen, so könnt ihr es entweder teilweise reinmachen oder die Leute können sich es einfach rauslesen beim Essen. Jetzt kommt der spaßige Teil. Ich gebe hier einen guten Esslöffel von meiner Füllung rein. Ein Ei, wer möchte natürlich. Eine Olive. So, und jetzt drücken wir hier erstmal die Ränder zusammen. Nicht zu viel Füllung reinmachen, denn sonst kriegt ihr die nicht zusammengedrückt. So, drückt es gut zusammen, das sollte einigermaßen zusammenhalten. Und jetzt haben wir hier im Prinzip eine kleine Ravioli. Und jetzt kommt der Teil, wo wir es schön machen und schließen. Und zwar nehmen wir mit dem Daumen, pressen wir das hier rein. Und das gleiche dann hier wieder, sodass wir so eine Art Spirale bekommen. Ja, ich habe das auch noch nicht so oft gemacht. Richtig schön hiermit zusammenpressen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, werdet ihr da drin schnell besser. Und so sind die dann auch optimal verschlossen. Manche verschließen das mit der Gabel auch. Ist allerdings optisch nicht ganz so schön, finde ich. So, das letzte Stück drücke ich hier nochmal rein. Und so sollte das dann ungefähr aussehen. Und dann geht es auf ein Blech mit Backpapier und dann geht es weiter zum nächsten. Ja, natürlich kann man hier alle möglichen Füllungen reinmachen. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Aber es ist ehrlich nicht schwer. Mit ein bisschen Übung bekommt man das gut hin. Und die sind wirklich perfekt. Ihr könnt sie vorbereiten, warm machen einfach. Ihr könnt sie kalt essen. Ja, perfekt auch zum Mitnehmen zur Arbeit, zur Schule. Wunderschöne Vorspeise, wunderschöner Snack. So, einfach mit dem Daumen und Zeigefinger die Kanten immer reindrücken, richtig zusammenpressen ist wichtig hier. Denn nur so entsteht dieses schöne Wellenmuster. Die Empanadas legen wir mit ausreichend Abstand auf ein Blech. So, zum Einpinseln habe ich hier noch ein bisschen Eigelb mit ein bisschen Milch. In dem Fall habe ich Hafermilch genommen, weil ich nichts anderes da hatte. Einfach gut verrühren. So, und jetzt ist wichtig, dass wir die schön einpinseln, auch hier die Ränder. A, damit die nicht austrocknen und B, damit sie einen schönen Glanz im Backofen bekommen. Der sollte jetzt heiß sein, 200 Grad Ober-Unterhitze. Wichtig wirklich, dass er vorgeheizt ist. Die wandern jetzt in den Ofen für etwa 20 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. Und ich würde euch empfehlen, die Bleche nacheinander zu backen, denn sonst bekommen einfach beide nicht genug Hitze ab. So, meine Empanadas sind fertig und schauen richtig gut aus. Die waren jetzt insgesamt 22 Minuten im Ofen. Ich habe die letzten 2 Minuten nochmal Umluft zugeschaltet bei 180 Grad. Einfach damit die nochmal rundherum richtig schön bräunen. So, die lassen wir jetzt erstmal abkühlen und dann schauen wir da rein. So, und jetzt freue ich mich aufs Probieren. Richtig lecker, saftig sehen die aus. Super lecker. Der Teig ist schön mürbe, das Verhältnis Füllung-Teig ist perfekt, es ist nicht trocken, es ist saftig. Also die schmecken wirklich richtig, richtig gut. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch Lust aufs Nachkochen machen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen hoch da lassen. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare, gerne Rezeptwünsche und was euch sonst auf dem Herzen liegt. Und damit sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.